Hallo und willkommen zum zweiten Teil des ersten Kapitels des Let's Plays von... Hallo und willkommen zu meinem Let's Play von Dear Esther. Diesmal der zweite Teil des ersten Kapitels. Und letztes Mal haben wir uns über die Insel langsam zu diesem Steinkreis vorgearbeitet. Und hier geht es jetzt auch gleich weiter. Okay, wir sind jetzt hier. Ich werde jetzt dem Pfad weiter folgen. Es weht der Wind und ich bin immer noch auf dem Weg zum Leuchtturm. Weil das irgendwie das Einzige ist, wo ich hingehen könnte, glaube ich. Weil sonst war jetzt nichts wirklich Aufregendes hier in der Gegend. Ist jetzt hier ein bisschen finster. Das mag ich hier gar nicht so. Das ist schon sehr unheimlich. Ich spüre schon wieder mein Herz. Ups, jetzt. Das ist eine nette neue Karte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Let's Play Dear Esther, hier ein bisschen weiter. I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Ja. Scheinbar gibt es da keinen Weg herauf auf das Schiff, schade. Sonst hätte ich das nicht so. Zum dem halt einfach hier die Küste entlang weiter. Sieht auch aus, als wir sitzen von dieser Sackgasse hier. Hab ich doch den falschen Weg geschaut. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Ich habe schon wieder ein leichtes Herzklopfen. Es ist irgendwie die Umgebung und die ganzen Geräusche und das ist irgendwie doch eher unheimlich. Deshalb sollte ich wahrscheinlich auch nicht aufhören zu reden, weil man dadurch ja ein bisschen Nervosität überspringen kann. Und ich bin ja sowieso in der Kassentasche. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic. Your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Scheint eine sehr tiefgründige Story zu sein.
begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Das ist gut. Irgendwie. Ja. Gut. Okay, gut. Gehen wir einfach mal so. Tun wir einfach so, als hätten wir das jetzt nicht gesehen. Diese Schale mit den Operationsbeständen und Blut. Und gehen weiter raus. Tun wir einfach auch so, als würden wir diese unheimlichen Geräusche jetzt nicht hören. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Three cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. In a footnote, the editor comments that at this point, Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick.
they found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Gut, jetzt sind wir hier unten und haben Überreste eines Skeletts, also eines Bootskelettes gefunden. Und vorne geht es in die Höhle rein. Und an dieser Stelle werde ich das Let's Play jetzt beenden und heb mir den Rest dann für den dritten Teil auf. Also bis dann und tschüss.